Jo Leute, was geht ab? Dani Finker startet mit einem erneuten YouTube-Video auf meinem Channel. Und ja Leute, heute habe ich endlich das lang ersehnte Video mit meinen Formationen, Taktiken und Anweisungen für euch. So, und bevor ich euch meine erste Formation zeige, könnt ihr erst nochmal mein Team sehen. Wie ihr seht, haben wir als Grundgerüst das 4-3-2-1, was wir jetzt hier dann für unsere Formation umstellen werden. Und im Team haben wir jetzt De Gea als Torwart, Blanc, Ferdinand Innenverteidigung, Versailles rechts, Sandro links. Unsere zentralen Mittelfeldspieler sind Del Piero, Petit und Vieira. Und vorne die Dreierachse mit Bale, Ori und Ronaldo. So Leute, jetzt könnt ihr auch schon hier direkt die erste Formation erkennen. Wir spielen zum Teil mit dem klassischen 4-4-2. Wie ihr sehen könnt, haben wir Ori vorne im Sturm gestellt mit Ronaldo, Bale, Del Piero außen, Vieira, Petit und so ZMs und die Verteidigung und der Torwart selbsterklärend. Und ja Leute, ihr wisst ja, dass der Patch das Spiel gravierend verändert hat, sprich das Game ist langsamer geworden. Und man muss nun kontrollierter spielen und deswegen ist das 4-4-2 auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Alternative. Denn wir haben mit Del Piero und Bale auf jeden Fall auf den Außen Leute, die gut Dampf machen können. Und mit Vieira und Petit zwei ZMs, die teilweise das Spiel dann sehr, sehr gut lesen können und den Angriff des Gegners unterbinden. Weil das ist teilweise gegen eine Raute auch sehr, sehr wichtig, auch mit einer Doppel-6 zu agieren. Und da sind die beiden auf jeden Fall perfekt dabei. Und vorne mit Ori und Ronaldo haben wir auf jeden Fall einen guten Sturm, den wir auch füttern können, weil teilweise auch ein Zweiersturm sehr wichtig ist, weil man mit der Formation auf den Außen eine gute Überzahl schaffen kann und teilweise aber auch mit dem Stürmer dann direkt einen Druckpass spielen kann und dann immer so in den Dreieckmodus reinkommen kann mit kombinieren. Deswegen ist die Formation auf jeden Fall sehr, sehr stabil. Und die Anweisungen, wir haben einfach alle Standard gelassen, Leute. Nicht wundern. Wir haben die Außenverteidiger auf ausgewogenen Angriff gelassen, den ZMs haben wir auch nichts gegeben, den Außenspielern auch nichts. Bloß den Stürmern haben wir überlaufen gegeben, weil ich finde, dass die Außenverteidiger auf jeden Fall mit nach vorne arbeiten müssen, um Bale und unter anderem Del Piero zu unterstützen. Das machen Alexandro und Versailles sehr, sehr gut. Und Vieira und Petit haben sowieso schon genug Arbeitsraten, so dass sie auch gerne mal ab und zu nach vorne gehen können und genau, das kompensieren sie auch in der Defensive dann auch sehr, sehr gut. Deswegen finde ich es sehr, sehr balanciert und würde ich euch auf jeden Fall für diese Formation diese Anweisungen direkt empfehlen. Und ja Leute, hier haben wir jetzt auch die zweite Formation, die ich generell sehr, sehr geil finde. Das gute alte 4-2-2-2. Die Formation ist ja ein bisschen durch die letzten FIFA-Teile in den Hintergrund geraten. Aber speziell jetzt nach dem Patch ist die Formation auf jeden Fall wieder richtig am Leben. Freut mich auch dafür, weil die Formation an sich sehr, sehr cool ist. Das Prozedere ist eigentlich vergleichbar mit dem 4-4-2. Bloß ich würde mal sagen, die Formation ist ein bisschen direkter und offensiver vorne. Weil wir mit den ZOMs oder mit dem ROM und LOM hier können wir halt mit den Stürmern ein bisschen schneller und gezielt in der Mitte kombinieren. Und Vieira und Petit machen an sich denselben Job wie bei unserem 4-4-2, sind eher die Abräumer. Und ich kann es euch auf jeden Fall auch empfehlen, wenn ihr ein bisschen direkter und schneller spielen wollt, diese Formation zu testen, weil das 4-4-2 sind, beim 4-4-2 sind halt die Außenspieler ein bisschen defensiver am Anfang und helfen euch ein bisschen mehr hinten, aber bei der Formation kommt ihr halt straighter nach vorne und ist an sich vom Spielstil auch ziemlich vorteilhaft, weil ihr könnt einfach immer 4 Leute vorne, die ihr immer futtern könnt und glaubt mir, die bilden auf jeden Fall vorne, machen richtig Karacho, wie bei meinem 4-4-2, deswegen Leute, testet die Formation auf jeden Fall aus. Anweisungen an sich ist dasselbe wie bei 4-4-2. Wir haben den Stürmern überlaufen gegeben, der Piero und Bale sind so offensiv schon, da brauchen wir nichts mehr einstellen und defensiv machen die eigentlich auch einen guten Job. Vieira und Petit habe ich schon erzählt, die beiden sind generell Abräumer und die können auch ab und zu gerne nach vorne, machen sie auch automatisch. Deswegen auch auf jeden Fall ausgewogen lassen. Und den Außenverteidigern könnt ihr hinten bleiben bei Angriffen geben, wenn es euch zu offensiv ist. Könnt ihr auch beim 4-4-2 machen. Aber wie gesagt, ich finde einfach, dass die beiden Außenverteidiger die Außenspieler unterstützen müssen. Und deswegen würde ich das einfach aufgeboten lassen. Deswegen testet einfach aus, Leute. Das ist auf jeden Fall die besten Anweisungen meiner Meinung nach aktuell. So Leute, nun kommen wir auch schon zum Grande Finale. Worauf ihr alle gewartet habt. Meine Taktik. Und was ich da jetzt so alles eingestellt habe, das könnt ihr jetzt hier sehen. Zum Beispiel Aufbauspiel haben wir als Geschwindigkeit 68 gegeben, sprich wir wollen ein bisschen schneller nach vorne spielen. Also ein bisschen, dass die Spieler ein bisschen schneller nach vorne ruschieren. Und dem Passspiel haben wir 50 gegeben, sprich wir wollen ein bisschen längere Bälle auch mal spielen, aber auch Kurzpassspiel nicht vernachlässigen, sodass wir einen gewogenen Mix haben. Und das Positionsspiel ist natürlich geordnet, weil wir wollen nicht natürlich, dass ein Außenverteidiger ein Innenverteidiger wird oder dass sie einfach die Position unnötig wechseln, weil wir beim Aufbauspiel natürlich nicht haben. Genau, dann kommen wir auch schon zur Chancenerarbeitung. Im vorderen Drittel natürlich muss es interessant werden. Deswegen Passspiel 65, weil unsere Spieler müssen in die Lücken reinlaufen, die müssen sich anbieten, die müssen nach vorne ein bisschen Karamba machen, deswegen 65 auf jeden Fall. Flanken habe ich einfach mal 60 gegeben, weil ich weiß zwar nicht, was der Wert jetzt groß bedeutet, aber ich habe so das Gefühl, wenn ich den Flankenwert ein bisschen höher stelle, zum Beispiel auch bei Außenformationen, ist man einfach ein bisschen tendiert man mehr ein bisschen mehr die Flügel mit einzubinden. Die Bisse sind auch ein bisschen gefühlt ein bisschen mehr außen.
Das habe ich einfach so festgestellt. Zum Beispiel, wenn ich jetzt mit 40 gespielt habe, habe ich ein bisschen mehr über die Mitte kombiniert oder einfach die Ausspiele ein bisschen mehr reingerückt. Und mit 60 habe ich ein bisschen gezielter nach über Außen gespielt und hat es auch ein bisschen besser geklappt. Deswegen kann sein, dass es einfach von mir aus psychologisch ist, keine Ahnung, das einfach so selber wahrgenommen habe. Oder es kann auch Wahrheit sein, ich weiß es echt nicht, aber könnt ihr ja gerne mal testen oder in die Kommentare schreiben. Genau, und Schussverhalten ist dasselbe. Ich habe jetzt einfach mal 64 gegeben, weil ich gedacht habe, einfach mit höherem Schussverhalten laufen die Spieler mehr in die Box rein und genau sind da besser in den Spots drin. Aber kann auch sein, dass es auch mit 30 klappt, deswegen könnt ihr auch gerne mal austesten. Ich habe das jetzt einfach mal so eingestellt. Und Positionsspiel ist natürlich freie Wahl. Wir wollen natürlich, dass die Spieler ihre Positionen wechseln und dadurch ein bisschen den Gegner verwirren und auch Freiräume schaffen, die natürlich wichtig für unser Offensivspiel sind. Genau, jetzt kommen wir auch zum krönenden Abschluss noch zur Verteidigung. Genau, zum Beispiel als Druck habe ich jetzt 55 eingestellt, nicht zu hoch und nicht zu tief. Ich denke mal, so ein balancierter Mix ist schon wichtig beim Verteidigen. Aggressivität habe ich jetzt einfach mal 60 gegeben, also das ist das Doppelverhalten, sprich, wie nah sind die Männer an den Gegnern dran. Ich denke mal, 60 ist auch ein ausgewogener Wert. Ich weiß zwar nicht, wie es bei 50 sind, die denke ich auch ganz cool, oder 65, deswegen alles so in diesem Bereich ist eigentlich ganz okay. Deswegen, genau, das hat sich gut angefühlt. Und Verschieben haben wir 40 gegeben, sprich, Verschieben ist halt wie weiter die Kette zum Beispiel entfernt ist und ja, ist eigentlich auch ein balancierter Wert. Also die Kette an sich hat sich recht ordentlich verschoben und so weiter, denke ich mal. Also war ganz in Ordnung. Also alles so balancierte Werte könnt ihr da einsetzen, könnt jetzt auch ein bisschen abweichen, ist an sich okay. Und Verteidigungslinie ist natürlich abschirmen, wir wollen keine Abseitsfalle haben. Natürlich können wir gerne einen Absatz ab und zu provozieren selber, aber die ganze Zeit darauf riskieren ist natürlich sehr, sehr riskant. Genau, das war es auch schon zu diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt mit Informationen was anfangen oder mit den Taktiken und einiges lernen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder am Start. Ich bin erstmal raus für heute und ciao!